Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Dass Russland und China in Deutschland nicht nur spionieren, sondern auch Propaganda- und Desinformationskampagnen betreiben und versuchen, so tief wie möglich in den politischen Raum einzudringen, ist in erster Linie ein Sicherheitsproblem, eine Gefahr für Deutschland insgesamt und für die demokratische Verfasstheit dieses Landes. In zweiter Linie ist es ein aktuelles politisches Problem für die AfD, weil gleich beide ihrer zwei Spitzenkandidaten für die Europawahl in Verdacht stehen. Spitzenkandidaten, die die Parteiführung entweder selbst wollte oder nicht verhindern konnte. Für die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag ist das natürlich eine Steilvorlage. Aus Berlin Thomas Reichert. AfD-Chef Tino Kruppalla trägt auch heute Schwarz-Rot-Gold am Revers. Doch für alle anderen Fraktionen im Parlament vertritt die AfD gerade nicht deutsche Interessen, sondern verrät sie. Das zeigten die jüngsten Korruptions- und Spionagevorwürfe. Die AfD ist eine Schwachstelle der deutschen Demokratie, wenn es um unsere Verteidigung unserer liberalen Demokratie geht. Sie wirft sich bereitwillig Diktatoren und Autokraten an den Hals, von Moskau bis nach Peking. Sie nimmt Geld aus Russland und aus China an und sie belohnt korrupte und kriminelle Charaktere dann auch noch mit aussichtsreichen Listenplätzen. Es geht unter anderem um ihn, Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Vorermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet wegen angeblicher Zahlungen aus prorussischen Quellen und aus China. Er bestreitet die Vorwürfe. Sein Mitarbeiter Jiang sitzt in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Spionage für China in einem besonders schweren Fall. Wer sich auf Autokratien bettet, der wacht in Untersuchungshaft auf. Das ist die Realität eines wehrhaften Rechtsstaates. Und ich sage das in aller Klarheit. AfD, das steht für Abstieg für Deutschland. Die AfD hält die Vorwürfe für unbewiesen. Schuld an der mutmaßlichen Spionage in den eigenen Reihen sei nicht die AfD, sondern ausgerechnet der Verfassungsschutz. Warum haben Sie uns nicht über angebliche Spione, die für uns arbeiten sollen, frühzeitig informiert? Warum poppt dieses Thema ausgerechnet jetzt in Wahlkampfzeiten auf? Das ist ein bisschen sehr durchsichtig. Auch Peter Büstron auf Platz 2 der AfD-Europaliste soll Geld aus prorussischen Quellen angenommen haben. Bei ihm soll es sogar belastende Tonaufnahmen geben. Auch er bestreitet wie Krah die Vorwürfe. Es wird laut in der Debatte. Die AfD wirft der Innenministerin vor, die Ermittlungen zu steuern, um die Partei zu schädigen. Wissen Sie, das ist der Unterschied zwischen einem offenen Rechtsstaat, dass hier die Gerichte nicht weisungsgebunden sind, im Gegensatz zu Diktaturen. Und das scheinen Sie aber nicht verinnerlicht zu haben. Und das macht es so gefährlich. Beide Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl im Zentrum von Korruptions- und Spionagevorwürfen. Für die Grünen ist das kein Unfall, sondern System. Der Fisch stinkt vom Kopf, und zwar vom Bundesvorstandskopf der AfD. Sie kriegen Ihre Leute nicht von der Liste runter. Und ich sage Ihnen, Sie werden sie auch nicht verstecken können. Das verspreche ich Ihnen. Das Einzige, was Sie machen können, meine Damen und Herren von der AfD, ist aufzurufen, nicht AfD zu wählen. AfD-Chef Kruppalla versucht sich stattdessen nun an einem Europawahlkampf, bei dem wegen der Vorwürfe die Spitzenkandidaten nicht an der Spitze zu sehen sein sollen. Zu dem Thema diskutiert nachher auch die Runde bei Maybrit Illner, in der unter anderem Industriepräsident Siegfried Russwurm und Tino Kruppalla sitzen. Sieht man sich in Europa um, gibt es ja einiges an aktuellem Anschauungsmaterial, was die radikale Rechte tut, wenn sie an die Macht kommt. Der Umbau von Staat und Gesellschaft folgt dabei in der Regel dem gleichen Drehbuch. Erst geht es gegen Medien und Kulturbetrieb, dann werden Justiz- und Sicherheitsbehörden angegangen und schließlich parlamentarische Rechte beschnitten. An diesem Drehbuch scheint sich auch Italiens Postfaschistin Giorgia Meloni zu orientieren. In der Europapolitik tritt sie zwar konstruktiv und moderat auf, ganz anders als der Ungar Orbán oder der Slowake Fico. Doch nach innen hat sich die Gangart verschärft. Und so diskutiert Italien an seinem heutigen Nationalfeiertag vor allem über einen Medienskandal. Barbara Luck berichtet.
Heute Mittag in Mailand, Nationalfeiertag. Tausende Menschen zelebrieren die Befreiung vom Faschismus. Auch er ist da, Antonio Scorati, Initialzündung für einen Medienskandal, der ganz Italien aufwühlt. Es gibt eindeutig einen dauerhaften Versuch, die Natur unserer Demokratie zu verändern und sie an Demokratien anzunähern, die wir als nicht liberal oder autokratisch definieren. Das war passiert. Der öffentliche Sender RAI beauftragt den preisgekrönten Faschismusexperten Scorati, eine Rede zum Tag der Befreiung zu verlesen. Kurzfristig wird er ausgeladen. Die Moderatorin der Sendung liest seine Worte daraufhin selbst vor laufender Kamera. Solange diejenigen, die uns regieren, das Wort Antifaschismus nicht aussprechen, wird das Gespenst des Faschismus weiterhin das Haus der italienischen Demokratie heimsuchen. Scharfe Kritik an Regierungschefin Meloni und Bestätigung für all jene, die massive Eingriffe der rechten Regierung in Italiens öffentlich-rechtlichem Fernsehen erleben. Die gesamte Medienlandschaft bäumt sich auf gegen Meloni. Schlagzeilen, Aufschreie überall. Das ist staatliche Zensur, sagt auch Vittorio Di Trapani, der selbst für die RAI arbeitet. Wir sind mit einer schwerwiegenden und beispiellosen Zensur konfrontiert, die zeigt, dass da jemand bzw. diese Regierung Angst hat. Ich habe den Eindruck, dass sich Italien von Europa und europäischen Standards entfernt. Doch heute, an diesem so speziellen Tag, steht die Regierungschefin da in staatstragender Pose und blickt in die Ferne, scheinbar unberührt von all dem Trubel und der Kritik an ihrer Person. Wenn etwas schief geht, ist es normal, es zu kritisieren, aber etwas zu erfinden, um es zu kritisieren, scheint mir kein guter Dienst zu sein. Alberto Spampinato beobachtet den Wandel im Land schon lange und erwartet, wie so viele, dass sich Italiens Regierung von den faschistischen Wurzeln ihrer Partei distanziert. Im Ausland sieht man nur die großen Momente von Giorgia Meloni. Aber hier tun sie und ihre Mitarbeiter sich schwer zu sagen, dass auch sie Antifaschisten sind. So wie heute in Italien präsentiert sich Meloni auch auf internationaler Bühne als moderate Staatsfrau. Tatsächlich aber hat sie längst begonnen, das demokratische Fundament des Landes umzubauen. Darüber wollen wir sprechen mit Petra Reschi, Autorin und Investigativjournalistin, ist bekannt geworden mit ihren Büchern über die Mafia und lebt seit vielen Jahren in Italien, wenn auch im Moment in Paris zu uns zugeschaltet. Guten Abend, Frau Reschi. Guten Abend. Das, was wir auch im Beitrag gehört haben, diese Erosion der Demokratie, also das kommt nicht als Umsturz, sondern quasi als Erosion. Wie beobachten Sie das? Also wir beobachten das natürlich schon eigentlich ganz lange, nicht nur unter Meloni, sondern auch unter ihrem Vorgänger, dem langjährigen Berlusconi. Der hat dafür die Vorarbeit geleistet. Aber jetzt wird Meloni wohl dann das Ganze zu einem Abschluss bringen, den sich Berlusconi selbst gar nicht getraut hätte, wie man jetzt eben auch an dieser Affäre mit Antonio Scorati nachvollziehen kann. Denn anstelle von Scorati hat ja dann eine Frau von der RAI, eine Journalistin, dann eine Rede gegen das Abtreibungsgesetz gehalten und gesagt, irgendwie Abtreibung sei kein Recht, sondern ein Verbrechen, womit sie ganz auf der Linie der Meloni-Partei Brüder Italiens liegt. Nun geht es ja nicht nur gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen, wie dann da Stellen reihenweise umbesetzt werden, sondern um den ganzen Kulturbetrieb. Also ich habe auch gelesen, dass sogar der Direktor eines Museums für ägyptische Kunst ausgetauscht werden soll oder schon wurde, weil er irgendwie zu links sei. Also es wurden eigentlich fast alle in dem Kulturleben, wurden fast alle Stellen jetzt von linientreuen Parteigängern Melonis besetzt. Also in Venedig beispielsweise die Biennale, die Museen, also Museumsdirektoren, dann die Direktoren, irgendwie die Verwaltungsräte von großen Theatern, wie zum Beispiel Piccolo Teatro in Mailand. Das ist der Sohn des neofaschistischen Senatspräsidenten Ignazio Benito
Also wir haben da irgendwie schon ein kleines Problem damit, mit dieser Partei, die eben halt ihre Ursprünge nie verleugnet hat. Und die Ursprünge sind irgendwie ganz klar eben MSI, das heißt Movimento Sociale Italiano, gegründet ein Jahr nach Beendigung des Krieges, da von einem ehemaligen Staatssekretär Mussolinis. Und dieses Erbe wird bis heute eben halt nicht verleugnet und ganz im Gegenteil. Also Giorgia Meloni hat sich eigentlich ganz stolz auch in diese Reihe, in diese Reihenfolge gestellt. Das macht sie bis heute und hat eben deswegen auch diese Rede eben von Antonio Scorati eben sehr kritisiert. Also deshalb auch dieser etwas befremdliche, also für unsere Ohren jedenfalls sehr befremdliche Begriff postfaschistisch. Ja, das ist eben halt dieses Postfaschismus, also Berlusconi, ich muss jedes Mal verwechsel ich Berlusconi, Meloni, woher kommt das wohl? Ja, also es ist so, dass Giorgia Meloni jetzt im Grunde das alles genau vollbringen wird, was Berlusconi gewollt hat, aber sich nicht getraut hat. Eine Justizreform, die sie jetzt zu Ende bringt. Wir stehen vor einer Verfassungsreform, mit der also der Ministerpräsident direkt gewählt werden soll. Der Staatspräsident, der jetzt bislang noch ein Kontrollorgan ist, also indem er eben bestimmte Gesetze eben sich weigern kann, bestimmte Gesetze zu unterzeichnen, der soll eben halt geschwächt werden dadurch. Journalisten dürfen bestimmte Sachen nicht mehr machen, sie dürfen nicht mehr aus Haftbefehlen zitieren. Bei Richtern und Staatsanwälten soll ihr Geisteszustand durch einen Test festgestellt werden. Ja? Das ist ein alter Traum der extremen Rechten in Italien, den Giorgia Meloni jetzt eben verwirklichen kann, anders als Berlusconi. Gleichzeitig fällt auf, dass sie in der Außenpolitik, also gerade auch in der Politik innerhalb der EU, Europa, ja wirklich ganz anders auftritt als jetzt zum Beispiel der Ungar oder der slowakische Regierungschef, nämlich sehr moderat, konstruktiv, antirussisch. Wie erklärt sich das? Naja, das ist eben halt Melonis geschickte Taktik, sich als blütenreine Atlantikerin und eben nicht als Gegnerin Europas darzustellen. Damit hat sie ja dann auch sofort die Europäische Union auf ihre Seite gezogen. Aber es ist vorauszusehen, dass es wird, schon wieder wollte ich sagen, Berlusconi, Meloni eben, sie wird die Rechten in Europa anführen. Sie ist diejenige, die eben auch ganz exzessiv gegen den Klimawandel, also gegen die Klimapolitik vorgegangen ist. Ja, sie hat das irgendwie als Klimafundamentalismus verspottet. Ja. Sie geht ganz extrem vor, was in der Migrationspolitik, hat sie eine ganz extreme Haltung, ja, durch eben die Auslagerung in Drittländer, also Albanien beispielsweise jetzt. Ne. Damit macht sie sich irgendwie große Freunde unter den Rechten in Europa. Und nach den Europawahlen, damit können wir rechnen, wird Giorgia Meloni dann ihr wahres Gesicht zeigen als Führerin der neuen Rechten in Europa. Vielen Dank, Frau Reski. Ich bedanke mich. Ein Gedenktag für Veteranen, wie sie in vielen anderen Ländern in der einen oder anderen Form abgehalten werden, den gab es in Deutschland ja bislang nicht. Aber das ändert sich jetzt, Heinz. Ja, Soldaten der Bundeswehr, aktive und ehemalige, sollen künftig jedes Jahr mit einem nationalen Veteranentag für ihren Dienst gewürdigt werden. Und zwar am 15. Juni. Das hat der Bundestag nach einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von Ampel und Union beschlossen. Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete den Veteranentag als starkes, wichtiges und überfälliges Zeichen der Wertschätzung. Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien. Frankreichs Präsident Macron wertet den Krieg in der Ukraine als größte Gefahr für die Sicherheit Europas. In einer Rede an der Pariser Sorbonne warb Macron für ein mächtiges Europa, das in der Lage sei, sich Respekt zu verschaffen. Er forderte eine europäische Verteidigungsstrategie mit einer gemeinsamen Rüstungsindustrie. Am Supreme Court der USA hat heute die Anhörung im Rechtsstreit um Donald Trumps Immunität vor Strafverfolgung begonnen. Der oberste Gerichtshof soll darüber entscheiden, ob der ehemalige Präsident und ob ein US-Präsident im Allgemeinen
für seine Handlungen im Amt strafrechtlich verfolgt werden darf oder nicht. Vom Urteil hängt unter anderem ab, ob Trump wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt werden kann. Die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes kann wie geplant morgen im Bundestag stattfinden. Einen Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann dagegen hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Heilmann hatte unter anderem zu wenig Beratungsmöglichkeit bemängelt, ähnlich wie bei seinem Eilantrag beim Heizungsgesetz im vergangenen Jahr, dem das Verfassungsgericht stattgegeben hatte. Deutschland will sein Versprechen halten und trotz knapper Haushaltsmittel 6 Milliarden Euro pro Jahr für die Klimafinanzierung aufbringen. Das sagte Bundesaußenministerin Baerbock beim Klimadialog in Berlin. Nötig sei aber auch, den privaten Sektor finanziell stärker einzubinden, so Baerbock. Staatliche Mittel allein würden nicht ausreichen, um den Klimawandel weltweit zu bewältigen. Der Klimadialog von Vertretern aus rund 40 Staaten dient der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz. Zu den Folgen des Klimawandels gehört ja die Häufung sogenannter Extremwetterereignisse. Einerseits lange Dürrephasen, dann plötzlich massiver Regenfall und Überschwemmungen. Wasser, vor allem sauberes Wasser, wird generell zu einem immer größeren Problem werden. Nicht nur auf der südlichen Halbkugel, sondern auch in unseren Breitengraden. Europa ist nach den Aufzeichnungen von Klimaforschern der Kontinent, der sich derzeit sogar am schnellsten erwärmt. Umso wichtiger wird kluges Wassermanagement. Damit befasst sich eine Ausstellung in Hamburg und präsentiert neue Ideen, wie man Wasser auffängt, speichert, verteilt. Sven Ricken berichtet. Superzelle nennen Meteorologen solche Schlechtwettergebiete, in denen alles möglich ist. In denen alle Zutaten für Extremwetter zusammenkommen. Starkregenfälle, die in kürzester Zeit Landstriche unter Wasser setzen. Wohin mit diesen Wassermassen? Städteplaner und Umweltexperte Michael Richter betreut eine von vielen Ideen. Hier im Süden von Hamburg fangen unterirdische Zisternen Regenwasser auf und speichern es, ganz nach antikem Vorbild, für Zeiten mit wenig Regen. Unter der Baumgrube in ungefähr 2 Meter Tiefe ist dann eben ein Wasserspeicher aus Kies, wo das Wasser sich ansammelt und vorgehalten wird. Und er kann dann mit seinen Wurzeln sich das Wasser eben aus dem Speicher quasi holen. Noch ein Beispiel, ein Sportplatz im Osten von Hamburg. Unter dem Rasen sind große Körbe verlegt, die Wasser speichern können. Bei zu starkem Regen wird das gesamte Areal zum Zwischenspeicher. Das hilft gegen Überschwemmungen und hält das Wasser. Es sollte im Prinzip darum gehen, die Stadt so umzubauen, dass das Regenwasser immer mitgedacht wird. Nicht, dass es direkt in den Kanal geleitet wird und dann quasi weg ist, sondern es muss in der Stadt gehalten werden, in den Böden und muss den Bäumen und den anderen Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Leben mit Wasser, mit zu viel und zu wenig, mit sauberem und verdrecktem. Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. So sieht es auch eine Ausstellung in Hamburg, eine, die schon vorhandene und zukünftige Ideen zeigt. Toiletten, die komplett ohne Wasser auskommen, Berliner Bier, gebraut aus gefiltertem Abwasser, Algenfarmen, die voll automatisiert Nahrung produzieren. Wir versuchen, positive Beispiele zu zeigen, wie gehen wir mit der Krise um. Sie ist da, die Krise. Auch der Klimawandel ist eine Klimakrise. Ja, wir müssen aktiv damit arbeiten. Aber was kann Architektur und Design leisten, gemeinsam mit Forschung das zu tun? Überschwemmungen, Dürre, die Erderwärmung kommt den südlichen Entwicklungsländern teuer zu stehen. Zu wenig oder zu viel Wasser spielt dabei die zentrale Rolle. Immerhin, es gibt Projekte, die aus dieser Not Ideen ziehen. Diese Schule in Lagos, Nigeria etwa. Seitdem der Meeresspiegel ansteigt, sind die unteren Klassenräume regelmäßig überflutet. Jetzt gibt es hier die erste Schule auf dem Wasser. Ein Ponton aus ausrangierten Fässern mit einer Holzkonstruktion ist das neue Fundament für die Zukunftschancen der Kinder. Wasser kann eben viel, auch neuen Raum für Bildung schaffen. Dass auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes die Zukunft in der Elektromobilität liegt, sagen inzwischen ja auch die deutschen Autobauer. Das Problem ist nur, dass sie auf diesem Markt den Chinesen hinterherfahren. Wie jetzt gerade auch auf der Automesse in Peking überdeutlich zu beobachten ist. China hat früh erkannt, dass seine Autobauer bei den klassischen Verbrennern
kaum Chancen haben gegenüber den großen europäischen Traditionsmarken mit ihrem über 1,5 Jahrhunderte entwickeltem Ingenieurswissen. Beim E-Auto braucht man das bekanntlich nicht. Die werden in China unter anderem von Elektroherstellern gebaut, die auch Handys oder Spielkonsolen produzieren. Elisabeth Schmidt berichtet. Es ist der Traum aller staugeplagten Autofahrer. Einfach abheben. Das elektrische Flying Car des chinesischen Herstellers XPeng sieht aus wie ein Sportwagen und wird auf Knopfdruck zum Fluggerät. Auf der Auto China verrät der Konzern, schon nächstes Jahr will man die Zulassung für den niedrigen Luftraum in der Volksrepublik beantragen. Wir arbeiten hart daran und wollen noch in diesem Jahr mit dem Vorverkauf beginnen. Wir hoffen, dass wir 2026 auch Kunden in ganz China und weltweit beliefern können. Das ist China-Geschwindigkeit. Was auf der Messe in Peking auffällt, nicht die traditionellen Autobauer wie VW oder Mercedes, sondern der Xiaomi-Boss etwa werden wie Popstars gefeiert. Eigentlich ist die Firma für Smartphones und Heimelektronik bekannt, vor einem Monat dann der Coup. Das erste E-Auto. Beschleunigt wie ein Porsche, sieht ihm auch ähnlich, kostet aber nur 28.000 €. Auch Tech-Gigant Huawei und Softwarehersteller Baidu arbeiten in China an E-Autos. Wenn unsere Autobauer in diesem Markt überleben wollen, dann braucht es schon einen radikalen Wandel. Im Grunde bräuchten wir in Deutschland längst eine Softwareallianz, in der die führenden Automobilhersteller zusammenarbeiten. Die Automesse klotzt mit künstlicher Intelligenz im Cockpit und neuer Batterietechnik. Vermarktet wird vor allem über Livestreamer und Influencer. Was beim jungen Publikum ankommt, ein großes Display, Infotainment und Sprachsteuerung. Chinesische E-Automarken sind besser, die Batterie oder der Autopilot zum Beispiel. Sie sind einfach näher an den Bedürfnissen der Kunden dran und machen viel Marktforschung dazu. Würden Sie auch eine deutsche Marke kaufen? Ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Das ist eher was für die Generation meines Vaters. Der chinesische E-Auto-Boom, er ist von der Staatsführung gewollt. Marktführer BYD erhielt 2022 allein mehr als 2 Milliarden € Direktsubventionen. Das führt dazu, dass die Marktbedingungen sich komplett verändert haben. Aber ich denke, über eine andere Philosophie des Automobilbaus, radikale Fahrzeugdesigns, Submarken, schnelle Modellwechsel, Fokus auf Entertainment, können die Deutschen nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Volkswagen will bis zum Ende des Jahrzehnts 30 neue E-Modelle auf den Markt bringen und ist bei XPeng eingestiegen. 700 Millionen US-Dollar ließ sich VW Anteile an dem chinesischen Unternehmen kosten. Es gibt immer mehr solcher Partnerschaften. Früher brachten deutsche Autobauer neue Technologie in die Volksrepublik. Heute lernen sie von den Chinesen. Und mit dem Blick auf eine andere Wirtschaftsbranche geht es bei dir jetzt weiter. Bei BASF war heute Hauptversammlung. Da ging es nicht nur um Zahlen, sondern auch um den Führungswechsel. BASF bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Stefanie Berret, wer ist der Neue und unter welchen Voraussetzungen tritt er den Posten an? Ja, der neue Chef des weltgrößten Chemiekonzerns heißt Markus Kamieth. Den Namen muss man sich merken, ist promovierter Chemiker und hat viele Jahre das Asiengeschäft von BASF verantwortet. Jetzt tritt er in die Fußstapfen seines Vorgängers Martin Brudermüller, bis zuletzt bekannt für Klartext und offene Worte gegenüber der Politik. Gute Kondition braucht der Neue, denn BASF muss sich ganz neu aufstellen. Kaum ein anderer Konzern leidet so sehr unter dem Verlust von günstigem russischen Gas. In Deutschland kämpft der Chemiekrise mit roten Zahlen und insgesamt mit schrumpfenden Gewinnen. Das trifft vor allem den Stammsitz Ludwigshafen, wo mehr als 38.000 Menschen arbeiten. Dort hat der Konzern die Schließung von energieintensiven Ammoniakanlagen und Personalabbau angekündigt. Und weitere Sparpakete sollen folgen. Denn die Herstellung von Basischemikalien, etwa für Kunststoffe, ist in Europa wegen der höheren Energiekosten weniger wettbewerbsfähig. Ein wichtiger Punkt ist auch die China-Strategie. Was war dazu zu hören?
Ja, da kam heute durchaus auch noch mal Kritik von Aktionären. Doch BASF wird an seiner China-Strategie wohl festhalten und seine Investitionen dort auch ausbauen. Denn China steht inzwischen für mehr als die Hälfte des weltweiten Chemiemarktes. Und im Asiengeschäft, da sieht der Konzern auch die größten Chancen für Kunden und Gewinne. Dieses Geschäft wird gebraucht, um die Kosten für die Transformation in Deutschland zu stemmen. Ein heikler, auch politischer Spagat, den der China-erfahrene neue BASF-Chef bewerkstelligen muss. Aber neue Besen kehren ja bekanntlich gut. Stefanie Barrett, vielen Dank. Venedig ist die erste Stadt weltweit, für die ein Eintrittspreis verlangt wird. Tagestouristen müssen ab heute 5 € zahlen, um Zutritt zur Stadt zu erhalten. Die Regelung gilt zunächst probeweise für 29 ausgewählte Tage, vor allem Wochenenden im laufenden Jahr. Venedig will damit den Massentourismus besser verteilen. Eine Obergrenze für Besucher gibt es weiterhin nicht. Die Fassade des Kabaretttheaters Moulin Rouge in Paris ist beschädigt. Die Flügel der roten Windmühle auf dem Dach des berühmten Wahrzeichens der Stadt lösten sich in der Nacht und rissen die ersten Buchstaben der Leuchtreklame über dem Gebäudeeingang mit sich. Die letzten Besucher hatten das Gebäude bereits verlassen. Ursache sei, so der Generaldirektor, wohl ein technisches Problem. Der Betrieb wird ohne Einschränkungen fortgesetzt. Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften ist Lukas Mertens mit einer beachtlichen Bestzeit gestartet. Über 400 Meter Freistil holte der Europameister den Titel in nur 3 Minuten 40,33. Damit liegt er mit dem besten Ergebnis des Jahres nur 26 Hundertstel Sekunden hinter dem Weltrekord von Paul Biedermann aus dem Jahr 2009. Und für die Olympischen Spiele zählt Mertens zu den Favoriten. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's, wie schon angekündigt, bei Maybrit Illner weiter. Und um 0:30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Gundula Gause. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Großteil der globalen Erhitzung geht in die Weltmeere. Aber was letztes Jahr im März passiert ist, ist immer noch nicht endgültig geklärt. Schauen Sie hier, da gab es einen Temperatursprung. Das sind die Jahre zuvor. 2023 im März ist hier etwas passiert, was nicht ganz zu erklären ist. Und das ganze Jahr über blieb die Temperatur auf hohem Niveau und auch in diesem Jahr setzt sich das fort und jetzt derzeit haben wir sogar einen Allzeitrekord. Schauen wir auf das Wetter. Von Norden kommt die Kaltluft zu uns und das ändert sich. Das Wetter kippt und zwar gibt es dann eine südwestliche Strömung und da kommt wieder wärmere Luft zu uns. Also von einem Extrem ins andere. Erst zu kalt, dann zu warm. Schauen wir auf die Nacht. Im Nordwesten gibt es viele Wolken und Regen, im Süden auch Schauer. Sonst klart es auf. Im Süden wird es wieder eisig. Temperaturen gehen bis auf -4 Grad zurück und 6 Grad plus ganz im Westen. Ja, und morgen gibt es im Westen wieder Regen und nach Norden hin einige Schauer. Im Südwesten dann zum Nachmittag ebenfalls Schauer und Gewitter, sonst aber doch sonnige Momente dabei. Bei höchsten Temperaturen von 17 Grad in Bayern, 16 Grad in Brandenburg und 10 Grad Richtung Schleswig-Holstein. Die nächsten Tage gehen die Temperaturen weiter hoch. Samstag 22 Grad mit Schauern und Gewitter. Ja, und Sonntag und Montag dann sommerliche Werte mit 25 bis 26 Grad. Schönen Abend.